Herzlich willkommen zu unserer heutigen Visitesendung und vielen Dank, dass Sie wieder dabei sind. Ich will auch gleich loslegen, und zwar schreibt mir eine Mutter, es ist so nett, wie sie schreibt, sie traut sich nicht, die Tochter, und deshalb möchte ich es tun. Und ich lese Ihnen mal vor, was sie mir geschrieben hat. Meine Tochter arbeitet in einem ambulanten Pflegedienst. Seit den letzten beiden Jahren oder in den letzten beiden Jahren wird sie immer wieder vom Notarzt abgeholt und ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie hat so unerträgliche, plötzliche Schmerzen im Bereich der Lunge, Herzrhythmusstörungen. Sie ist sehr kurzatmig, kann kaum noch durchatmen und kommt dann kaum noch die Treppen herauf. Und aufgrund dieser ständigen Sorge ist sie nun mittlerweile auch als Mutter sehr verzweifelt, weil immer wieder kann man das Schlimmste ausschließen, und das ist wohl wahr, eine Lungenembolie zum Beispiel oder ein Herzinfarkt. Das sind schon Ängste, glaube ich, die man dann auch hat. Aber die Tochter kommt nicht weiter. Es gibt immer wieder diese Situation, und ich kann mir gut vorstellen, dass sie darunter auch schon sehr leidet, beziehungsweise sicher auch Angst hat, ob das plötzlich wieder auftritt. Sie beschreibt dann auch, dass sie im Moment natürlich belastet ist durch das Tragen der Maske und dass sie ihren Vitamin-D-Spiegel gemessen hätten, und der wäre doch ziemlich niedrig gewesen, aber dieser Vitamin-D-Spiegel ist dann substituiert worden, und heute haben sie zwischen 70 und 90 Nanogramm pro Milliliter. Sie haben mir hinten noch die Blutwerte angehängt und fragen jetzt um eine Antwort beziehungsweise wie ich darüber denke. Erstmal ist es ja so, dass solche Schmerzattacken immer erst nur dann auftreten, wenn die Kompensation des Körpers einfach überfordert ist. Und das Erste, muss ich Ihnen sagen, woran ich denke, ist das, was Sie als junge Frau durchleben und was Ihr Alltag ist. Ein ärztliches Gespräch darf ja nie kürzer werden oder sein als 30 bis 45 Minuten, damit man verstehen kann, warum Sie hier immer wieder in diese akute Schmerzen geraten. Und es ist ja auch in einem Bereich, der im Brustbereich ist. Das wollen wir nicht unterschätzen, weil gerade was im Brustbereich ist, und das ist der Platz und der Ort des Herzens, der Lunge, macht schon ziemlich Angst. Wenn wir diese wiederkehrenden Schmerzen im Bereich des Rückens hätten, tiefer der Wirbelsäule, dann wären wir natürlich gehandicapt im Gehen, im Laufen, aber wir würden vielleicht nicht diese unglaubliche Angst haben. Sie sind im ambulanten Pflegedienst. Ich weiß nicht, ob Sie in einer großen Stadt sind oder auf dem Lande. Wären Sie in einer großen Stadt, dann hätten Sie eine doppelte Belastung. Das eine ist, ich muss den Parkplatz jedes Mal suchen und finden. Das andere ist, ich stehe unter einem immensen Druck. Pflegedienst heute ambulant, und ich habe natürlich sehr viel Erfahrung, 20 Jahre, weil ich sehr engen Kontakt hatte mit dem ambulanten Pflegedienst, weiß, wie sie leben und wie sie arbeiten müssen und unter welchem zeitlichen Druck sie leben. Ich kenne nicht Ihr persönliches Umfeld, inwieweit das Leben für Sie dort einen Ausgleich schafft oder inwieweit Sie auch mit vielen Dingen des Lebens alleingelassen sind. All das ist unglaublich wichtig, wenn man erahnen möchte, wo liegen hier die Schwerpunkte. Fakt ist aber eins: Das Leben ist Stress und das Leben ist Belastung. Und im Rahmen des Stresses und im Rahmen der Belastung muss Ihr Körper diesem angepasst reagieren. Und das tut er, weil er Sie natürlich unterstützen möchte, um diese Aufgaben des Lebens auch zu bewältigen. In uns aber geschehen nur bedingt Dinge mit Bewusstsein, und die allergrößten Dinge geschehen eigentlich immer im Unterbewusstsein.
Und das Bewusstsein ist eigentlich so das Reich auch der bewussten Emotionen. Das heißt, dass ich stark bin, das will ich und das fühle ich. Ob ich perfektioniert reagiere, das bin ich und das will ich. Ob ich zwanghaft bin, das kann ich irgendwo dann, das bin ich und das verstehe ich, in dieser Zwanghaftigkeit gefangen zu sein. Ob ich sehr pflichtbewusst bin und genau auf die Uhr alles erledigen will, ob ich 100% mich engagiere, das ist etwas, was ich mit meiner Persönlichkeit dann auch ausmache. Oder ob ich jemand bin, der ständig sich Sorgen macht und 24 Stunden eigentlich nicht nur Sorgen ums eigene Leben, aber vielleicht auch das der Mutter oder des Vaters oder der besten Freundin. Vielleicht auch Sorgen, den Arbeitsplatz nicht zu halten und. Das ist Bewusstsein. Aber das andere ist das Unterbewusstsein oder das Unbewusste. Und das macht 90% dessen aus, wie es in meinem Körper eigentlich aussieht. Und Unterbewusstsein heißt eigentlich das Reich der versteckten Emotionen. Es ist so wie der Eisberg, der oben so ein Stückchen rausguckt, aber eigentlich die Dimension dessen, was der Körper im Unbewusstsein auch erfahren hat, was er emotional durchlebt hat, wenn er eine gewisse Sorge lebt und eine gewisse Wut und Anspannung immer wieder mitschwingen, wenn er sich in seinem Verhaltensmuster gar nicht anders erklären kann. Wenn er zum Beispiel sehr selbstbezogen ist oder man lebt mit einem Partner, der sehr selbstbezogen ist, dann löst das in dem anderen ständig im Unterbewusstsein ein Gefühl, ob das der Entfremdung ist oder des Nichtverstehens oder der Anspannung aus. Damit will ich nur sagen, dass unser Unterbewusstsein und jede Empfindung und jedes Gefühl und jedes durchlebte Erlebnis sorgen für eine Erinnerung, für ein Gedächtnis, für etwas, was in unserem Körper, in jeder Zelle auch fixiert ist. Das dürfen Sie niemals unterschätzen, dass diese Dinge wesentlich dazu beitragen, dass auch unser Körper sich verändern kann. In dieser Anspannung oder in dieser Situation reagieren Sie auf das Leben in Ihrer alleinigen, auch einzigartigen Art und Weise. Und jetzt muss man wieder zurück und die Anatomie des Menschen verstehen. Und das war so der Gedanke, den ich hatte, als ich die besorgten Worte ihrer Mutter gelesen hatte. Das sind eigentlich Attacken, die auftreten. Wahnsinnige Schmerzattacken. Und der Schalthebel eigentlich dessen, wo sich Krankheit platziert, wird eigentlich in unserem limbischen System, wie soll ich das nennen, gesammelt, beziehungsweise das limbische System ist unser Gefühlsgehirn. Und das limbische System ist gekoppelt mit unserem autonomen Nervensystem. Unser autonomes Nervensystem aber steuert uns. Unser autonomes Nervensystem sorgt immer für eine gewisse Anspannung oder Entspannung, kanalisiert unsere Energie jetzt dorthin, wo wir sie brauchen. Es arbeitet immer im Spiegel des Lebens. Und wenn Sie in einer ständigen Anspannung leben, dann wird auch eine Spannung sich auf den Körper übertragen, eine muskuläre Anspannung. Und ich möchte Ihnen ein Buch empfehlen. Dieses Buch ist von dem John Sarno, Befreit von Rückenschmerzen. Dieser Kollege hat sehr schön in dem Buch erklärt, was passiert, wenn wir Menschen in uns diesen inneren Frieden verlieren, wenn wir nicht mehr ausgeglichen sind, wenn wir nicht mehr in diese Entspannung zurückfinden, wenn also Spannung sich immer wieder aufbaut, die man ja auch begrenzt auch tolerieren kann. Und er hat genau erklärt, welche Ebene der Wirbelsäule durch welches Konfliktproblem ausgelöst wird und in eine Spannung gerät.
Sie müssen sich das so vorstellen, dass unser Gehirn und die Wirbelsäule und das Rückenmark natürlich ineinander übergehen. Das verlängerte Gehirn ist das Rückenmark. Und das Rückenmark zieht durch die gesamte Wirbelsäule bis runter zum Steißbein und an jedem Wirbelkörper rechts und links tritt ein Nerv aus. Und dieser Nerv gibt Impulse, zu viel, zu wenig, Hormone, Herzschlag, Frequenz, Darmaktivität, Nierentätigkeit, aktiv, Stopp, alles. Die Immunleistung wird als Signal über dieses System aktiviert oder gedrosselt. Die Insulinproduktion wird über diese Kaskade der auch Vermittlung der Information an die Bauchspeicheldrüse zum Beispiel. Und um es besser zu verstehen, würde ich Ihnen mal ein Beispiel nennen wollen. Da ist eine Mutter, die hat 3 Kinder und diese Kinder gehen ins Leben. Aber diese Mutter kann nicht loslassen. Das heißt, sie ist ständig mit ihren Gedanken bei den Kindern. Und so wie etwas bei den Kindern geschieht, bei den Kindern passiert, ist sie mit dem Herzen der Freude dabei oder auch mit dem Gefühl der Sorge. Manches, was Kinder ihr erzählen, sollten sie ihr gar nicht erzählen, weil die Mutter sich tagelang darüber Sorgen macht und für Kinder ist das schnell wieder vergessen. Aber diese Sorge löst in der Mutter was aus und sie hat ständig dann das Gefühl der Anspannung und ihr Herz tut weh. Es ist wie so eine Angina pectoris, das Herz krampft sich zusammen. Es sind die Sorgen der Kinder, es sind nicht die ihren und die Kinder wissen sie gut zu lösen, aber die Mutter hat wieder Herzschmerzen, sowie eine negative Emotion kommt. Und unendliche Male fährt der Mann sie ins Krankenhaus, weil sie immer wieder auf diese nicht nur Arrhythmie, sondern auf diese Angina pectoris untersucht wird und man bescheinigt ihr Nein, mit dem Herzen ist alles in Ordnung. Aber genau da, und das beschreibt er so wunderbar, genau da, an diesem Punkt, wo der nervliche Austritt ist, der zum Herzen führt, kommt durch die Anspannung der Muskulatur. Und das ist der Punkt, wo das Herz versorgt wird. Das ist der Austritt im Bereich TH4, also der Brustwirbelkörper, der diesen Nerven austreten lässt, der jetzt durch eine Muskulatur durch muss, die wahnsinnig diesen Nerven komprimiert. Das kann sich nur dahin übertragen, wo das Ende dieses Nerven ist, und das ist das Herz. Das heißt, diese Anspannung jetzt des Herzens reagiert oder relativiert sie als Schmerz. Und als ich diese Frau dann übernahm und mich hausärztlich für sie oder um sie kümmerte, habe ich natürlich sehr schnell registriert und hinterfragt, was ist denn jetzt passiert? Und sie hat mir darauf geantwortet. Und jedes Mal war es immer wieder ein Ereignis in dem Falle. Bei Ihnen sind es vielleicht nicht die Ereignisse, da ist es das Leben, was Sie immer wieder in diese Spannung bringt. Und je nachdem, in welcher Etage das stattfindet, im Rahmen meiner Wirbelsäule, die ja durch ein massives, kompaktes Miteinander von Muskeln gehalten und getragen wird, ist die Anspannung oder Entspannung der Muskeln entscheidend für den Druck auf diese Nerven. Und wenn Sie sich für Dorntherapie interessieren, dann gibt es ein sehr schönes Plakat, wo man genau sieht, welcher psychischer Konflikt in uns sorgt auf der anderen Seite für eine Anspannung und damit auch in welchem Organ für welche Symptomatik. Das ist auch so, wenn hier oben eine Anspannung passiert und der Atlas, also der erste Halswirbel, der herausziehende Nerv, der wieder zurückführt zum Kopf und da eine absolut starke Anspannung passiert, können Sie rechtzeitig wahnsinnig Migräne bekommen. Bis hin zu Ausfallserscheinungen, bis hin zu rechtzeitiger Migräne, Kopfschmerzen, Schwindel, ungleich oder im Gleichgewicht Störung. Also man kann auf jeder Etage der Wirbelsäule
zuordnen, welches Konfliktproblem sorgt für eine Dysfunktion jetzt in dem entsprechenden Organ. So kann man Magenschmerzen verstehen, so kann man Herzrhythmusstörung verstehen, so kann man immer wieder Blasenentzündungen auch auslösen, weil die Versorgung des entsprechenden Organs oder die ausbleibende nervale Versorgung einen Einfluss hat auf das Organ und auf deren Gesundheit. Und zwischen Anspannung und Entspannung vollzieht sich unser gesamtes Leben. Was passiert denn in der Anspannung? Wenn in der Anspannung der Muskel sich anspannt, dann werden die Kapillaren, die durch diesen Muskel ziehen und die Muskelzelle versorgen, gedrosselt. Aber was passiert? Es passiert jetzt eine Hypoxie und Hypoxie nennt man, dass die Muskelzelle zu wenig Sauerstoff erhält. In dem Moment, wenn sie zu wenig Sauerstoff erhält, muss sie einen anderen Stoffwechselweg nehmen in der Energiebereitstellung. Und das heißt, die Muskelzelle schaltet um auf die Herstellung von linksdrehender Milchsäure. Das ist das, was Sie auch zum Beispiel empfinden würden, wenn Sie auf einmal zu viel Sport machen und in einen Stoffwechsel kommen, der jetzt ohne Sauerstoff auskommen muss. Dann haben Sie Muskelkater. Das passiert unbewusst. Und wenn die Anspannung so groß wird und die Hypoxie immer größer wird, dann entsteht linksdrehende Milchsäure. Und diese linksdrehende Milchsäure schafft jetzt ein anderes Milieu und jetzt kommt es zur Entzündung und der Körper, der bremst sie einfach aus. Der bremst sie wahnsinnig aus und in dem Moment müssen sie jetzt einfach mal anhalten und stillhalten und den Druck rausnehmen und vielleicht lenkt sie dieses ab von all diesem Leben, was sie so tagtäglich auch unter einen hohen Druck setzt. Ich kann Ihnen dieses Buch sehr empfehlen. Dieser Kollege hat zum Beispiel überhaupt keine physiotherapeutischen Arbeiten mehr in dieser Intensität diesen Patienten empfohlen, sondern Lebensschule bzw. Aufklärungsarbeit und Patienten mitgenommen auf dem Weg, sich selbst zu verstehen, sich selbst auch in die Hand zu nehmen und versuchen, an dem Punkt des Lebens auch etwas zu verändern. Ganz typisch sind diese Rückenschmerzen, wenn die Last zum Beispiel des Lebens immer größer wird, wenn man die Schulden nicht mehr tragen kann, wenn man mit Kindern allein gelassen ist als Mutter oder Vater, wenn all diese Dinge wie ein Spannungsdruck sowohl auf den Schultern lastet und man ständig Schulter-Nacken-Probleme hat oder zum Beispiel auch hinten auf dem Rücken im Bereich L4, L5. Er spricht davon, ich habe dieses Buch 1993 gelesen, dass 80%, 90% aller Rückenschmerzen muskulär ausgelöst wurden. Und ich kann das heute nach 20 Jahren wirklich unterstreichen, denn Rückenschmerzen sind ein ganz großes Thema und um Ihrer Ursache hier weiterzukommen, wenden Sie sich an jemand, der diesbezüglich Sie betreut, der auch vielleicht Dorntherapie anbietet, der auch Myoreflextherapie anbietet, denn Myo ist der Muskel, Reflex sind die Nerven, die durch den Muskel laufen und Therapie heißt, er arbeitet über Triggerpunkte und diese Triggerpunktarbeit ist unglaublich schmerzhaft, aber in dem Moment, wenn er genau auf diesen Punkt geht und man könnte in die Hölle gehen, erlebt das Gehirn eine Schaltung, die wiederum in der Rückreflexion dem Muskel ein neues Signal gibt, du kannst hier entspannen. Und diese Entspannung ist ganz wichtig, damit das, was durch diesen Muskel läuft, wieder auch seine Kompression verliert.
Das ist eine große Arbeit, die jetzt in Ihren Händen liegt, auch vielleicht das Leben nochmal aus einer Perspektive, aus der Ruhe zu betrachten und sagen, an welchen Punkten drehe ich mich im Kreis, stehe mir selbst im Weg oder was muss ich ändern? Vielleicht kommt dann noch viel mehr dazu, als ich jetzt nur hier interpretieren kann. Aber sorgen Sie dafür, dass die Muskulatur wieder in eine gute Regulation und Entspannung kommt. Und das ist nicht nur jetzt durch Sport oder etwas getan, sondern erstmal durch die wirkliche große Arbeit an sich selbst. Jeder Muskel hat natürlich auch eine erhöhte Krampfneigung, wenn Calcium zu viel da ist. Das heißt, auch hier sorgen Sie bitte dafür zu schauen, wie ist mein Calcium? Denn Calcium ist etwas, was verantwortlich ist, dass der Muskel kontraktiert. Und die Abflutung von Calcium und die bessere Stoffwechselökonomie von Calcium macht zum Beispiel Calciumfluoratum, Bioschüssler Nummer 1. Ich würde Ihnen empfehlen, 10 Tabletten am Morgen und 10 Tabletten am Abend in eine Tasse oder ein Glas Wasser mit warmem Wasser schön aufrühren und trinken. Der Gegenspieler vom Calcium ist Magnesium. Und gerade Magnesium in dieser Form, gerne 600 bis 900 Milligramm Magnesiumcitrat, nehmen Sie, um aufzulösen, um zu entlasten, zu entkrampfen und vor allen Dingen ganz viel Wärme da hinten rein. Atmen Sie sich gesund. Sie glauben gar nicht, wie unheimlich wertvoll es ist, zu atmen. Und es war ganz interessant. Ich hatte dieses Buch gerade gelesen. Ich glaube, das waren so 4, 5 Wochen danach. Da saß ich in meiner Praxis am Schreibtisch und habe zwischen 2 Patienten ein Telefonat durchgestellt bekommen, was mir den Boden weggezogen hat. Ich war sowas von erschüttert und sowas von fassungslos, dass in dem Moment ich ein Gefühl hatte, als wenn jemand mir so, aber hier auch von vorn nach hinten, ein Dolch durch das Herz schiebt. Ich bin so dankbar heute um diese Erfahrung. Und jeder andere, glaube ich, der hätte jetzt sofort auch den Notfallwagen geholt, weil es waren vernichtende Schmerzen. Aber ich wusste, in welche Beziehung ich jetzt diesen Anruf geben kann und habe mich dann einfach erstmal mit mir alleine beschäftigt und habe versucht, mich in eine andere Entlastung zu geben, diesen Anruf zu verarbeiten, aber auch geatmet. Und immer wenn Sie einatmen, und zwar ganz tief und dabei aber ganz stark den Bauch rausnehmen, die Atmung halten und wieder bewusst, und besser ist noch die Lippenbremse, viel länger ausatmen in so einem Prozess und das 5, 6, 8 bis 10 Mal langsam bewusst, beginnt in Ihnen sich die gesamte Muskulatur zu entspannen. Ich habe das dann so praktiziert, habe mich durch einen Seiteneingang vom Wartezimmer ferngehalten und habe meinen Schwestern gesagt, genau, wo müssen Sie jetzt die neuraltherapeutische Prokainspritze mir in diesen Etagen paravertebral da hinten spritzen. Und dann merkte ich, wie der ganze Prozess sich langsam löste. Und nach 20 Minuten war dieser Spuck vorbei. Aber ich will Ihnen das nur als Beispiel erzählen, weil es ist für meine Begriffe, wenn ich das hier lese, ein bisschen das Analogon. Auch im Stress so viel Magnesium für andere Dinge zu geben und auf einmal diese Flut von Calcium nicht mehr aufzufangen, schafft in dieser Ebene diese Symptomatik. Und ich glaube, es ist schon immer eine große Hilfe, wenn Sie durch die Kollegen erfahren, dass es nichts, kein Infarkt, kein Pleuraerguss und kein Lungenödem ist. Das hilft. Aber ich habe
die anführenden Kurzbericht aus dem Krankenhaus gesehen, einschließlich die Werte. Und auch die Kollegen haben es formuliert. Es ist für ihre Begriffe ein muskuläres Problem. Und ich glaube, dahin tendiert es. Und ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, sich jetzt an einen Kollegen zu wenden oder Physiotherapeuten, der die Dorntherapie praktiziert, Myoreflextherapie. Aber vielleicht ist es viel, viel mehr, dass jetzt auch eine Hilfe braucht auf einer Ebene, die vielleicht noch nie thematisiert war. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für Ihr Zuhören und ich freue mich sehr auf den nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank.